herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Yamaha EduTech TV. Mein Name ist Dr. Alexander Ramonat und bei uns heute zu Gast im Studio ist Thorsten Jasper. Hallo Alex, grüß dich. Thorsten, ich freue mich ja, dass es dich erneut hier zu uns ins Studio verschlagen hat. Aber für alle Zuschauer, die vielleicht die vorigen Videos mit dir nicht gesehen haben, was sind denn so deine Aufgaben bei Yamaha Electronics? Ich bin Produktmanager für den industriellen Steckverbinderbereich RJ45. Und ja, aus diesem Bereich hast du uns beim letzten Mal das Vicon Cover 20 TC vorgestellt. Was hast du uns denn heute aus deinem Portfolio mitgebracht? Heute habe ich euch mitgebracht ein Nachfolgermodell von diesem Produkt hier. Das ist das Vicon Cover 40 und das haben wir komplett überarbeitet. Das haben wir hier schon seit vielen, vielen Jahren im Markt und haben daraus eine Push-Pull-Variante gemacht. Das heißt, diese Push-Pull-Variante verriegelt automatisch beim Stecken und entriegelt dann nachher auch automatisch beim Ziehen. Das heißt also, das macht natürlich die Bedienung deutlich freundlicher, deutlich einfacher. Was sind denn jetzt für diese Push-Pull-Variante so die typischen Anwendungsbereiche? Von den Anwendungsbereichen her kann man sagen, es wird für Service-Schnittstellen verwendet, einerseits für Motorschnittstellen oder dann nachher auch industrielle Steueranlagen etc. Ja, man sieht es ja schon, wenn sie jetzt hier auf dem Tisch liegen, so, also die ganze Optik hat sich natürlich auch stark geändert. Du hast auch schon gesagt, ja, komplettes Redesign gemacht. Was sind denn so die wesentlichen Vorteile, die eingearbeitet wurden? Also im Wesentlichen natürlich erstens die Handhabung für den Kunden beim Einsatz, bei der Verwendung. Auf der anderen Seite haben wir die Zeit genutzt und haben dann alles nochmal komplett überarbeitet. Beispielsweise haben wir auch die Sicherheit, die Anwendersicherheit nachher erhöht. Wir haben hier beispielsweise die beiden Dichtungen. Wir haben hier die Dichtung von dem alten Cover 40 und hier die Dichtung von dem neuen Cover 40. Und wenn man die Dichtfläche mal miteinander vergleicht, dann sieht man hier eindeutig, dass wir hier etwa 1/3 mehr Dichtfläche gesorgt haben. Das ist mal die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir auch den EMV-Schutz deutlich erhöht und verbessert, sodass hier einfach eine bessere Anwendersicherheit gewährleistet ist. Genau, und aber das Push-Pull, das suggeriert ja auch eigentlich, dass man man kann es eben relativ einfach stecken und wieder trennen. Wie viele Steckzyklen sind denn möglich mit dem Cover? Also wir haben das deutlich erhöht. Wir liegen jetzt etwa bei 1000 Steckzyklen, die man hier durchführen kann. Aber wir haben nicht nur bei den Steckzyklen dran gearbeitet, sondern wir haben eben auch den nach wie vor IP 67, 68, 69K Schutz. Und man sieht, wir haben hier nach wie vor diese robusten Metallgehäuse, das heißt ein ideales Gehäuse für den industriellen Einsatz. Und genau, du hast ja auch das nach wie vor schon angedeutet, wenn ich jetzt auch gucke vom Steckgesicht, gibt es also, die sind auch gleich, das heißt also zum Sockel hin sind wir komplett kompatibel. Absolut. Das war einer der Hauptaugenmerke oder Hauptschwerpunkte, die wir gelegt haben innerhalb des Projektes. Wir haben gesagt, wir wollen unbedingt zu 100% rückwärtskompatibel sein. Und ja, wie wird denn jetzt eigentlich das Vicon Cover 40 Push-Pull assembliert? Ja, also wie schon gesagt, zusätzlich zu den anderen Vorteilen, die das neue Cover hat, haben wir eben den Vorteil, dass wir die Anzahl an Komponenten verringern konnten. Das heißt, der Kunde bekommt weniger Teile und er kann sie auch viel einfacher assemblieren. Soll ich dir das mal schnell zeigen? Ja, würde ich doch darum bitten. So, wir haben hier die Zinkeldruckgussteile, wir haben den Kunststoffplug, dann habe ich den Plugstopper. Wie gehabt wird er hier einfach oben drüber geschoben und hier reingesteckt. Dann habe ich hier die Dichtung. Bei der Dichtung ist es im Gegensatz zu der alten Dichtung, wo man hier aufpassen musste, wie rum man sie drüber schiebt. Es ist vollkommen egal, ich kann die so oder so rüber machen. Das heißt, ich kann auch keinen Fehler mehr machen. Schiebe die nach vorne, schiebe die Dichtschraube drauf, gucke, wie rum ich das hier einführen muss, schiebe das nach vorne durch, kann es verschrauben und im Prinzip ist es dann auch schon fertig. Sehr gut, ja, das ging auf jeden Fall ziemlich einfach. Ich weiß auch, bei dem alten Cover war man auch relativ beschränkt von den Kabeldurchmessern, 6,8, 6,9 mm. Wie ist das jetzt mit dem neuen Cover? Bei dem neuen Cover ist es so, dass wir einen Kabeldurchmesserbereich abdecken können, und zwar von 6,1 bis 7,1 mm Maximum. Ja, wenn ich jetzt als Kunde mich für das Vicon Cover 40 Push-Pull entscheide und das in meinem Projekt einsetzen möchte, wie steht es denn jetzt um die Verfügbarkeit? Wir haben das Produkt bereits in den Markt eingeführt. Das heißt, es ist ab sofort verfügbar. Wir haben auch unsere Kunden schon über die Umstellung informiert und haben uns jetzt aber entschlossen, dass wir beide Produkte erstmal parallel in den Markt lassen, aufgrund der großen Nachfrage.
Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute die Zeit genommen hast, uns das Wacom KW40 Push-Pull mal näher vorzustellen. Sehr gerne, wie immer. Und wenn Fragen sind, bitte einfach melden. Ja. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und vor allen Dingen bleiben Sie neugierig.